Hallo Freunde, ein Hund ist natürlich der beste Freund eines Menschen, aber nur, wenn die Person kein Krimineller ist und der Hund kein Dogo Argentino oder neapolitanische Dogge ist. Glauben Sie mir, es ist nicht ratsam, diese Freunde zu ärgern, und heute werden wir es tun. Sagt ihr warum? Spiel Corso, nicht einmal der flinkste böswillige Verbrecher kann einem solchen Monster entkommen. Schauen Sie sich nur an, wie gnadenlos er in die Hand des Feindes beißt, und es ist kein Wunder, schließlich waren die Vorfahren dieser Verteidiger antike römische Hunde, Gladiatoren, aber wie kann er jemanden überhaupt angreifen? So ein Monster als Haustier bekommen? Wie immer liegt das Geheimnis im richtigen Training. Wenn es gut erzogen wird, wird es niemals einen Menschen ohne Grund angreifen. In einigen Ländern ist die Zucht dieser Rasse jedoch eingeschränkt oder ganz verboten. Vielleicht auf Bermuda. Treffen. Dies ist der Hund mit dem stärksten Biss der Welt. Wenn ein Kangal auf den Hinterbeinen steht, besteht eine gute Chance, dass er größer ist als sein Herrchen. Nicht jeder kann mit so einem Tier umgehen. Was tun, wenn er versehentlich von der Leine loskommt? Der Anblick seiner wertvollen Zähne funktioniert zuverlässiger als jedes Schutzsystem im alten Babylon, als diese Hunde zur Löwen- und Pferdejagd mitgenommen wurden. Mittlerweile ist diese Rasse der Wachhund Nummer 1 in der Türkei. In einigen Ländern werden Kanäle zum Schutz genutzt. Eine Kuh vor einem Geparden, und so einen Freund bekommt man zum Beispiel in Dänemark nicht. Das Gesetz lässt dies nicht zu. Dogo Argentino erwartet von diesem Hund keine Gnade. Wenn ein Krimineller diesem Hund gegenübersteht, kann er nicht einmal mit einem Wunder rechnen. Der Dogo Argentino greift blitzschnell an und hält bis zum Schluss durch. Nicht umsonst wurde diese Rasse für die Jagd auf wilde Pumas gezüchtet. Auch beim Training schätzt dieser Hund nicht immer seine Kraft ein, um diesem Hund das Spielen mit Kindern oder anderen Tieren zu ermöglichen. Auf jeden Fall keine gute Idee. Die Statistiken sprechen eindeutig für die Zucht dieser Rasse. In vielen Ländern verboten, darunter Großbritannien, Spanien und Norwegen. Rottweiler. Es ist kein Zufall, dass die römischen Kaiser diese Hunde gerne auf Eroberungszügen mitnahmen. Der Anblick seines wilden Mundes würde selbst den kaltblütigsten ihrer Gegner in Angst und Schrecken versetzen. Und hast du seine trainierten Beine gesehen? Viele Fitnessstudio-Besucher wären neidisch auf diesen Begleiter, wenn man nicht auf die Kieferstärke dieses riesigen Hundes achten würde. Es reicht aus, dies über einen beliebigen Zeitraum hinweg zu tun. Sie hielt den Gegner in der Luft und biss ihm in den Ärmel. Wenn man bedenkt, dass dieses Monster etwa 60 Kilo wiegt, ist es wirklich furchteinflößend. Übrigens wurde diese Rasse in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts aktiv für Hundekämpfe eingesetzt. Gut, dass dieser Zeitvertreib heute längst verboten ist, zudem gilt die Zucht der deutschen Dogge in einigen Bundesstaaten Amerikas sowie in Australien und Italien als illegal. Der Hund ist nicht nur überraschend widerstandsfähig und stark, sondern verspürt auch fast keine Schmerzen. AV ist daher entschlossen, in jedem Kampf bis zum Ende zu kämpfen. Amerikanischer Bandog, dieser Hund ist im wahrsten Sinne des Wortes allmächtig, er kann sogar Wände hochrennen. Ein solcher Hund wird kaum zu Ihnen rennen, um Leckerlis oder einen Ball zu holen. Es wird Ihnen höchstwahrscheinlich einen Bösewicht in den Sinn bringen. Amerikanische Züchter versuchen seit vielen Jahren, diese Rasse zu züchten und träumten von einem idealen Hund, der an der Kette gehalten wird. Ihre Bemühungen sind noch nicht beendet, obwohl Bulldoggen trainieren können und das Zusammenleben mit Menschen besser ist. Halten Sie sie von anderen Tieren fern, sie dulden keine Konkurrenz in Rumänien oder der Schweiz für ihren Schutz. Diesen Hunden droht eine Gefängnisstrafe. Neapolitanische Dogge, diese Hunde sind definitiv keine Schönheiten. Noch vor einigen Jahren erhielt der Vertreter dieser Rasse den wenig schmeichelhaften Titel des hässlichsten Hundes der Welt, doch die vielen Hautfalten an der Schnauze haben ihren Zweck, sie dienen nicht als eine Art Rüstung im Kampf gegen einen Gegner, ein Wachhund, mit dem keine andere Rasse konkurrieren kann. Doch auch dieser Hund kann für seinen Besitzer gefährlich sein, insbesondere bei unsachgemäßer Erziehung und engem Kontakt mit Kindern. Aus diesem Grund haben die Behörden in Singapur, Rumänien und mehreren amerikanischen Bundesstaaten beschlossen, die Zucht dieser Rassen zu verbieten. Als Eltern des Ridgebacks sind diese Hunde sehr muskulös und langlebig. In afrikanischen Ländern werden sie oft auf Safaris mitgenommen, da selbst eine kleine Gruppe dieser Hunde einen großen Löwen leicht zur Strecke bringen kann. Im Gegenteil, zu Hause sind diese Hunde verspielt und gutherzig wie Welpen. Auf den Bermudas waren sie übrigens verboten.
Der Pitbull ist zweifellos die berühmteste Kampfhunderasse der Welt, sodass seine Kiefer und Muskeln niemanden kalt lassen. Die Zucht von Pitbulls ist in Australien, Kolumbien, Malaysia, Neuseeland und Dutzenden anderen Ländern verboten. Mancherorts gelten sie sogar als Stichwaffe. Der Pitbull hat seine Wildheit von den Nachkommen geerbt. Im Gegenteil, die Verspieltheit hat gewissermaßen einen Hauch der Old English Terrier, so dass diese Hunde ein Beispiel dafür sind. Inkompatible Kombination. Die Dobermannzucht dieser Rasse ist in Bermuda, Malaysia und Katar verboten. Dobermänner sind sehr starke Hunde und ausgezeichnete Polizeiassistenten. Während des Zweiten Weltkriegs dienten sie sogar im US-Marine Corps, doch im Familienkreis bevorzugen Dobermänner Ballspiele und ähnliche Hundeunterhaltung. Deutsche Boxer werden als Wächter, Retter, Leibwächter, Boten und Fahrer eingesetzt. Der Name dieser Rasse hängt übrigens mit dem Verhalten eines Boxers während eines Kampfes zusammen. Er schlägt seinen Gegner mit seinen Pfoten, ähnlich wie Boxer im Ring. Hunde dieser Rasse haben eine universelle Blutgruppe und werden daher häufig als Blutspender eingesetzt. Diese Hunde sind nicht besonders gefährlich, aber aus Sicherheitsgründen wurde ihre Zucht in Katar verboten. Däne. Diese Hunde sind nicht nur ausgezeichnete Wächter von Häusern, sondern auch Rekordhalter der deutschen Dogge, gelten als die größten Hunde der Welt. Ihre durchschnittliche Höhe beträgt 80 cm. Aber dieser Riese wird auf jeden Fall größer sein, sie haben ihm den Spitznamen gegeben. Der Riese George wurde ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen, als dieser gute Kerl auf den Hinterbeinen stand und eine Größe von 2 m und 20 cm erreichte. Im Allgemeinen sind diese Hunde nicht aggressiv. Damit diese Hunde Eindringlinge angreifen können, müssen sie eine spezielle Ausbildung absolvieren. Der Bullterrier dieses Freundes ist etwas kleiner als viele der Hunde in diesem Video, aber glauben Sie mir, jemand könnte leicht mit Ihnen um den Titel des wildesten Hundes konkurrieren. Wenn es darauf ankommt, ist der Bullterrier bereit, sein Leben zu opfern, um seinen Herrn zu retten. Es sind sogar Fälle bekannt, in denen ein Hund dieser Rasse mehrere Schusswunden hintereinander erlitt und dennoch in den Körper des Feindes gebissen wurde. Die Zucht dieser Rasse ist auf Bermuda, Katar und Israel verboten. Tosa Inu ist vor mehr als einem Jahrhundert gereift. Sie kamen sogar zu dem Schluss, dass sie eine eigene Rasse von Kampfhunden brauchten, und so wurde der Tosa Inu geboren, den sie sofort für Hundekämpfe einsetzten, obwohl diese Art der Unterhaltung in fast der ganzen Welt längst verboten war. In Japan erfreut es sich immer noch großer Beliebtheit. Wir können uns zumindest darüber freuen, dass die Organisatoren dieser Spiele stets darauf achten, dass bei der Aufführung kein Hund zu Schaden kommt. Diese Hunde sind genetisch nicht daran angepasst, mit anderen Hunden unter einem Dach zu leben. Lassen wir sie übrigens mit den Kindern allein. Nicht empfohlen. Deshalb ist die Liste der Länder, in denen sie verboten sind, sehr umfangreich. Dazu gehören beispielsweise Norwegen, Frankreich, Italien, Israel und Australien. Freunde, das ist alles für heute. Like, abonniere den Kanal und bis bald.